Eine Geschichte aus meiner Kindheit. Ich konnte kein Deutsch. Ich erinnere mich, dass ich jedes Mal Angst hatte, wenn ich jemanden Deutsch sprechen hörte. Es kam mir wie eine große und schwierige Sprache vor. Ich dachte, ich würde sie nie verstehen. Aber ich gab nicht auf. Ich fand einen Weg, mit dem Lernen zu beginnen. Nach und nach wurde es besser. Eines der ersten Dinge war, Geschichten auf Deutsch zu hören. Am Anfang verstand ich nicht viel, aber ich hörte jeden Tag zu. Ich begann mit einfachen Geschichten, Tiergeschichten oder kleinen Abenteuern. Nach und nach verstand ich Wörter. Sie ergaben Sinn. Ich hörte die Wörter deutlich und meine Angst wurde kleiner. Ich merkte, dass Zuhören sehr wichtig war. Zuhören ist eine gute Art, Deutsch zu lernen. Wenn man Geschichten, Lieder oder Nachrichten hört, lernt man neue Wörter. Man hört, wie Menschen Dinge sagen. Man gewöhnt sich an den Klang der Sprache. Das hilft, Wörter zu merken und sie beim Sprechen zu nutzen. Früher hörte ich oft Kindergeschichten oder einfache Podcasts auf Deutsch. Am Anfang war es nicht leicht, aber mit der Zeit verstand ich mehr. Deshalb rate ich dir, jeden Tag Musik, Zeichentrickfilme oder Nachrichten auf Deutsch zu hören. Am Anfang ist es schwer, aber mit der Zeit wird es leichter. Übung macht den Meister. Ein weiterer wichtiger Teil beim Deutschlernen ist Übung. Man sagt, Übung macht den Meister. Und das stimmt. Ich übte jeden Tag. Das war schwer, weil ich nicht viele Wörter kannte. Aber ich versuchte es. Ich sprach mit Freunden, auch wenn ich viele Fehler machte. Ich hatte keine Angst zu reden. Fehler gehören zum Lernen. Es ist in Ordnung, Fehler zu machen. Man lernt daraus. Das hilft besser, Deutsch zu sprechen, auch wenn es nur ein bisschen ist. Mach dir also keine Sorgen. Rede so oft wie möglich. Auch Lesen ist wichtig. Lesen ist eine gute Art, Neues zu lernen. Man sieht, wie Wörter in Sätzen stehen. Man lernt Rechtschreibung und Satzbau. Ich wählte einfache Bücher. Bücher mit Bildern halfen mir, die Geschichte zu verstehen. Ein Buch über einen Hund half mir sehr. Es war einfach, aber ich liebte es. Durch diese Geschichte lernte ich viele Wörter. Je mehr ich las, desto besser wurde ich. Mein Rat: lies so viel du kannst. Das wird dir helfen. Auch Schreiben ist wichtig. Schreiben hilft, Wörter zu üben und Sätze zu bilden. Ich schrieb in ein Notizbuch. Ich schrieb über meinen Tag, meine Familie oder meine Träume. Ich machte viele Fehler, aber das war nicht schlimm. Es half mir mehr zu lernen. Es machte mich sicherer. Du kannst mit kleinen Texten anfangen. Schreibe über deinen Tag oder dein Hobby. Je mehr du schreibst, desto besser wirst du. Mit der Zeit werden deine Sätze länger. Schreibfehler sind normal. Schreiben jeden Tag hilft dir, besser zu werden. Auch Videos halfen mir. Videos machen Spaß und helfen beim Lernen. Man hört, wie Menschen sprechen. Man sieht, wie Sätze gebildet werden. Ich schaute Cartoons. Sie sprachen langsam und deutlich. Das half mir sehr. Ich wiederholte Wörter, die ich nicht verstand. So lernte ich die Aussprache. Für Anfänger sind Cartoons oder Kindersendungen sehr gut.
Mit der Zeit kannst du auch Filme oder Serien schauen. Versuche viele Videos auf Deutsch zu sehen. Es macht Spaß und du lernst viel. Eine der besten Übungen ist, mit anderen zu sprechen. Ich hatte eine Freundin, die gut Deutsch sprach. Wir redeten jeden Tag. Ich machte viele Fehler, aber sie war geduldig und half mir. So lernte ich neue Wörter. Wenn du keine Freunde hast, kannst du Partner online finden. Es gibt viele Apps für Sprachaustausch. Sprechen hilft dir, sicherer zu werden. Hab keine Angst vor Fehlern. Jedes Mal, wenn du sprichst, machst du Fortschritte. Geduld ist wichtig. Ich war oft frustriert, weil ich langsam lernte. Aber ich verstand, dass Lernen Zeit braucht. Jeder kleine Schritt zählt. Manchmal erinnerte ich mich daran. Fehler sind okay. Ich sagte mir, langsam aber sicher weiterzumachen. Mit einem Wörterbuch lernte ich viele neue Wörter. Ich trug ein kleines Wörterbuch bei mir. Wenn ich ein neues Wort hörte, schlug ich es nach. Das half mir sehr. Wörterbücher sind Freunde beim Lernen. Sie helfen, Wörter besser zu verstehen. Auch Spiele machen Lernen leichter. Ich spielte oft Wortspiele mit Freunden. Es machte Spaß und half beim Lernen. Spiele machen Lernen angenehm. Auch auf Deutsch zu denken ist hilfreich. Am Anfang übersetzte ich alles. Das war schwer und langsam. Später begann ich direkt auf Deutsch zu denken. Das half mir sehr. Setze dir kleine Ziele. Zum Beispiel 10 neue Wörter pro Woche. Jedes Ziel macht dich stolz. Es zeigt dir, dass du Fortschritte machst. Überprüfe, was du gelernt hast. Wiederholung ist wichtig. Lies deine Notizen noch einmal. Höre Geschichten noch einmal. So erinnerst du dich besser. Sei positiv. Lernen ist manchmal schwer. Aber bleib positiv. Glaube an dich selbst. Denke daran, dass Fehler normal sind. Sie sind deine Lehrer. Jeder Fehler bringt dich weiter. Genieße die Lernreise. Lernen ist eine schöne Erfahrung. Freue dich über kleine Erfolge. Genieße neue Wörter, Geschichten und Gespräche. Umgib dich mit Deutsch, höre Musik, sieh Serien und lies Texte. Je mehr du dich mit Deutsch umgibst, desto schneller lernst du. Versuchen Sie also, sich mit Deutsch zu umgeben. Ändern Sie Ihre Telefoneinstellungen. Hören Sie Podcasts auf Deutsch oder lesen Sie Bücher. Jeder Moment, in dem Sie Deutsch sehen oder hören, hilft Ihnen, Fortschritte zu machen. Wiederholung ist der Schlüssel zum Erinnern. Wenn Sie Wörter oft wiederholen, merken Sie sie leichter. Früher habe ich neue Wörter laut gesagt, bis sie Teil meines Wortschatzes wurden. Ich sagte sie mehrmals am Tag. So lernte ich Wörter und Grammatik. Haben Sie keine Angst, den gleichen Stoff oft zu wiederholen. Am Anfang wirkt es langweilig, aber später hilft es sehr. Je öfter Sie wiederholen, desto leichter wird es. Machen Sie Wiederholungen zu einem Teil Ihrer Lernroutine. Überprüfen Sie regelmäßig Wörter und Sätze. Sprechen Sie sie laut. Wiederholung gibt Ihnen Sicherheit und hilft beim Einprägen. Wichtig ist auch eine feste Lernroutine. Versuchen Sie,
jeden Tag ein bisschen zu lernen. Es ist besser, 20 Minuten am Tag zu üben, als nur einmal in der Woche viele Stunden. So machen Sie schnellere Fortschritte. Manche Tage sind lang, andere kurz, aber jeden Tag etwas zählt. Regelmäßigkeit ist wichtig. Feiern Sie Ihre Fortschritte beim Deutschlernen. Feiern Sie, wenn Sie ein neues Wort lernen, ein Buch lesen oder Ihr erstes Gespräch führen. Nehmen Sie sich einen Moment für Freude. Das motiviert Sie zum Weitermachen. Ich belohnte mich oft, wenn ich ein Ziel erreichte. Manchmal gönnte ich mir ein Dessert oder sah einen Film auf Deutsch. Wichtig war nicht die Belohnung selbst, sondern meine Mühe zu sehen. Feiern Sie also kleine und große Ziele. Das macht Sie motiviert und froh. Bleiben Sie neugierig und verwenden Sie Deutsch auf neue Arten. Neugier macht Lernen spannend. Ich fragte oft nach der Bedeutung von Wörtern in Liedern oder Büchern. Ich stellte Fragen und nutzte Wörter in Gesprächen. So wurde Lernen spannend. Bleiben Sie neugierig, stellen Sie Fragen. Schauen Sie Videos, fragen Sie Freunde oder suchen Sie online. Je mehr Fragen Sie stellen, desto mehr lernen Sie. Nutzen Sie viele Methoden. Lesen Sie, schreiben Sie, hören Sie Musik oder sprechen Sie. Ich schrieb Kurzgeschichten oder sang meine Lieblingslieder. Verschiedene Wege helfen beim Lernen. Sprechen übt die Aussprache. Schreiben übt Grammatik. Zuhören trainiert das Verstehen. Nutzen Sie Deutsch im Alltag. Lesen Sie Rezepte, schreiben Sie Einkaufslisten oder singen Sie unter der Dusche. Lernen Sie Schritt für Schritt. Konzentrieren Sie sich auf kleine Ziele. Heute 5 Wörter, morgen Sätze. Kleine Schritte machen Lernen leichter. Ich konzentrierte mich oft nur auf Lesen oder nur auf Sprechen. Das machte Lernen einfacher und geordneter. Belohnen Sie sich bei jedem Ziel. Es reicht schon ein Spaziergang oder eine kleine Pause. Diese Belohnungen motivieren weiterzumachen. Als ich meine ersten 50 Wörter lernte, feierte ich mit Musik und Essen. Das machte Spaß und gab Kraft zum Weitermachen. Machen Sie das Lernen angenehm. Schauen Sie deutsche Filme oder hören Sie Podcasts. Sie zeigen die Sprache im Alltag. Es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Ich liebte deutsche Serien und Komödien. Sie zeigten mir Kultur, Witze und Gefühle. Auch Podcasts sind nützlich. Man kann sie überall hören. Wählen Sie Themen, die Sie mögen. Auch kreative Aufgaben helfen. Schreiben Sie eine Geschichte oder ein Gedicht. Spielen Sie eine Szene aus einem Film nach. Ich schrieb oft kleine Texte über meinen Tag. Es machte Spaß und half beim Lernen. Entdecken Sie neue Wege. Machen Sie Deutschlernen zu einem Abenteuer, nicht zu einer Pflicht. Denken Sie daran, dass jeder Schritt zählt. Jedes neue Wort ist wie ein Samen. Jeder Satz ist wie eine Blume. Mit Geduld wächst Ihr Wissen. Manchmal fühlt es sich langsam an, und das ist normal.
Lernen braucht Zeit. Seien Sie geduldig. Vertrauen Sie dem Prozess. Feiern Sie kleine Erfolge. Sie zeigen, dass Sie vorankommen. Wenn etwas zu schwer ist, gehen Sie zu den Grundlagen zurück. Das stärkt Ihr Wissen. Ich tat das oft und es half mir sehr. Bleiben Sie motiviert und glauben Sie an sich. Mit Neugier, Geduld und Mühe werden Sie Deutsch lernen. Genießen Sie die Reise, meistern Sie die Herausforderungen und feiern Sie Ihre Fortschritte. Lernen wir weiter, wachsen wir und entdecken wir gemeinsam, dass Deutschlernen eine schöne und bereichernde Erfahrung sein kann.